Hey, lange ist es her. Viel zu lange. Und umso mehr freue ich mich, endlich mal wieder sagen zu können, ich bin's, euer Professor, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Experiment. Aber Miles, warum hat es so lange gedauert, bis eine weitere Folge vom Experiment kommt? Ganz einfach. Wie ich euch schon öfter gesagt habe, braucht ein neuer Act Zeit. Viel Zeit. Und da ich nebenher noch viele andere Videos und Projekte gemacht habe, mir neue Formate ausgedacht und Kurse geplant habe, Privatcoaching anbiete und hin und wieder auch mal ganz gerne einfach nur einen Film gucke, reicht eine Woche einfach nicht aus, um jedes Mal einen neuen Fortschritt beim Experiment präsentieren zu können. In der Zeit, in der kein neuer Teil des Experiments erschienen ist, habe ich aber viel trainiert. Nicht direkt an dem Act selbst, aber an diversen Techniken. Zum Beispiel sitze ich immer noch am Makatendo Rolldown dran und habe auch eine neue Variante dieser ohnehin schon schwierigen Technik kennengelernt. Leider bin ich noch weit davon entfernt, diese sauber und schnell fortzuführen und habe das Gefühl, dadurch wieder von vorne anzufangen. Aber ich bleib dran. Außerdem trainiere ich momentan noch die ein oder andere Technik mit Bällen und die sind alle nicht ganz einfach. Aber was hat das jetzt alles mit unserem Experiment zu tun? Ganz einfach. Indem ich mich mit neuen Techniken und Methoden beschäftige, kommen mir neue Ideen. Ich erweitere meine Möglichkeiten, die ich vielleicht in den Act mit einfließen lassen möchte, und trainiere meine Skills. Und ich möchte euch damit zeigen, wie schwer sich auch die sogenannten Profis mit einer neuen Technik tun können. Es ist nämlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gebt also niemals auf und übt euch in Fleiß und Geduld. Ach ja, und ich wollte euch noch erzählen, dass ich diese Kiste ein wenig für unseren Act modifizieren lassen möchte. Oh ja! Dazu habe ich einen meiner mittlerweile zahllosen Techniker kontaktiert und gefragt, ob und was wir tun können, um meinen gewünschten Effekt zu erzielen. Ich möchte an dieser Stelle aber noch nicht zu viel verraten und an alle da draußen, die jetzt sagen, boah, der Miles immer mit seiner Geheimniskrämerei. Nun, ihr müsst verstehen. Ich hatte gesagt, dass ich mit diesem Act zu den deutschen Meisterschaften der Zauberkunst gehen möchte. Und ich gehe davon aus, dass einige Zirkelmitglieder sowie auch Wettbewerbsteilnehmer davon gehört haben. Und da ich weiß, dass sich die Kollegen über andere Wettbewerbsteilnehmer auch gerne mal ein wenig informieren, um abschätzen zu können, wie gut diese vorbereitet sind, möchte ich eben nicht zu viel verraten. Macht Sinn, oder? Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Kommentaren ja mal raten, was ich mit dieser Kiste vorhabe. Vielleicht ergibt sich dadurch ja sogar noch eine neue Idee. Was ich euch aber verraten kann, ist, dass ich ab September erneut ein Engagement bei Dinner for Fun in Berlin angenommen habe und dass ich vorhabe, unseren Act über 5 Monate bei täglichem Auftreten dort ordentlich zu schleifen, bevor wir damit zur Meisterschaft gehen. Dabei wird es sicherlich auch wieder den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen geben. Und wer es nicht aushalten kann, bis zu den Meisterschaften zu warten, der kann sich gerne mal die Webseite von Dinner for Fun anschauen und wenn er Zeit findet, vorbeikommen und sich den Act und viele weitere Artisten live anschauen. Es würde mich sehr freuen, euch dort zu treffen und vielleicht sogar ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Außerdem habe ich nicht nur vor, zu den deutschen Meisterschaften zu gehen, sondern auch zu den österreichischen. Falls euch die deutschen Meisterschaften oder Berlin also zu weit weg sein sollte, weil ihr irgendwo in Österreich oder in der Schweiz sitzt, keine Sorge, ich komme zu euch. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen für den ganzen Input und die unglaublich coolen Ideen, die von euch da draußen kamen. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir unsere Zusammenarbeit zwar genau so vorgestellt, aber nicht damit gerechnet, dass es so cool werden würde. Dieses YouTube-Experiment hat für mich voll funktioniert. Und darum habe ich gleich noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich mir den schrumpfenden Kartenfächer, den ihr ja noch aus meinem alten Karten-Act kennt, jetzt auch mal mit Blankokarten gebastelt, da ich im neuen Act ja ausschließlich mit weißen Karten zaubere.
und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Effekt immer noch so gut ist, weil man jetzt nicht mehr auf Anhieb erkennen kann, dass es sich hierbei um Karten handelt. Ich bin etwas verunsichert und wollte an dieser Stelle mal noch um eure Meinung fragen. Ich habe unter dem Reiter Community auf meinem YouTube-Kanal eine Abstimmung online gestellt, in der ich euch frage, ob der Effekt mit Blankokarten eurer Meinung nach immer noch gut ist oder ob ich der Einzige bin, dem es jetzt ein bisschen komisch vorkommt, dass die Karten alle weiß sind. Ihr findet den Abstimmungslink auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Tja, und damit verabschiede ich mich für heute. Ich kann noch nicht genau sagen, wann es die nächste Folge vom Experiment geben wird, aber eins kann ich euch garantieren: Es wird weitergehen. Euer Professor.